Unsere Unsere Einwohnermeldeamtbeamtin ist wieder voll im Arbeiten, deswegen wollen wir sie gar nicht stören und wir kümmern uns in der Zwischenzeit um Wichtigeres. Kannst ruhig schon weitergehen, wenn du möchtest, und arbeiten. Ihr wisst ja, dass wir sehr viele Züge haben und auch sehr gerne Zug fahren. In letzter Zeit ist das aber irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen, deswegen haben wir uns gedacht, wir ändern das wieder mal und heißen euch deshalb herzlich willkommen zu einem Video, wo wir entspannten Zügen zusehen. Die Frage ist jetzt nur, sind die Züge so entspannt oder sind es wir? Ich glaube, es ist beides, früher oder später. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, entspanntes Zugfahren bedeutet im Moment leider nur Power Functions, Powered Up und Monorail, da wir schon längere Zeit Probleme mit unserer großen 9-Volt-Anlage haben. Ich gehe jetzt einfach mal mit euch mit. Wir verfolgen diesen roten Passagierzug, der in letzter Zeit einer meiner Lieblingszüge geworden ist. Ich weiß nicht warum, der gliedert sich irgendwie total gut in das Stadtbild ein. Er ist sehr dezent, so eine Regionalbahn, eine S-Bahn oder sowas gibt es ja auch überall, sieht auch sehr ähnlich aus von der Farbgebung her wie die Monorail. Und ich habe mir gedacht, wir verfolgen den einfach mal auf seiner Runde durch unser Layout. Er ist ja immer auf der Fahrt. Und jetzt kommen wir dann dorthin, wo es meistens Probleme mit dem 9-Volt-System gibt. Ihr seht schon, es geht hier ein wenig bergauf, damit die Brücke geschafft werden kann. Das ist natürlich so mit einer Unterkonstruktion versehen. Und da müssen wir jetzt in nächster Zeit mal was arbeiten, denn da entgleisen die Züge sehr gerne mal, die 9 Volt, die haben da irgendwie zu wenig Strom. Ich werde jetzt in nächster Zeit auch mal das Video posten, wo ich herzeige, wie wir die 9 Volt Schienen reinigen. Das haben sich ja viele von euch schon mal gewünscht. So, jetzt holen wir ihn wieder ein. Und ich habe mir gedacht, wir lassen heute einfach mal ein paar dieser Züge entspannt durch das Layout fahren. Denn das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, zu unserem 50. Stadtvideo war das letzte Zugvideo online. Und jetzt sind die Züge so lange gestanden, dass wir schon Angst hatten, dass die Batterien aus sind. Jetzt werden wir natürlich hier wieder ein bisschen blockiert von der lieben Rita, die hier wieder... Was heißt da blockiert? Unsere Sicht blockierst du auf die Züge. Filmen wir halt nochmal die Monorail, die hier grazil und wunderbar ihre Kurven macht in Richtung des Strandes. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt den Zug und ich melde mich gleich wieder. Und zu einem entspannten Fahrvergnügen gehört natürlich auch der Disney-Zug, der hier ganz gemächlich seine Runde dreht. Ihr seht ja auch, dass wir hier im Vergnügungspark wieder ein paar Neuheiten haben. Es sind ein paar Figuren dazugekommen, ein paar Blümchen. Hier wird es auch schon immer dichter. Wir sind jetzt momentan gerade auch noch am Ausfließen des Piratenparks. Da haben wir jetzt wieder einige dunkelblaue Trans Dark Blue einmal zweiteils platziert. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Favoriten, dem Disney-Zug, den Rita ja über alles liebt. Er ist ein Zug, der wirklich ganz toll ist, sehr teuer leider, mit über 300 €, aber er zahlt sich schon aus, finden wir, vor allen Dingen auch, weil so ein toller Bahnhof dabei ist. Und Lego hat es ja in letzter Zeit nicht so mit den Bahnhöfen. Und jetzt ist der entspannte Zug schon nicht mehr so entspannt, denn er ist gerade stecken geblieben. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch keinen Controller in der Hand. Das macht alles unsere Meldeamtbeamtin. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Okay. Nein, irgendwas ist da wieder. Mit Vollgas. Immer wenn Rita die Züge steuert, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber bleiben Sie dran, wir kümmern uns drum. Nach einer kurzen Instandsetzung geht es auch schon wieder weiter. Das Problem ist, dass ihr seht es, der Zug ist so breit und er ist schon wieder stecken geblieben. So wird das nichts. Wir melden uns wieder. Das hatte jetzt nicht viel mit entspanntem Zugfahren zu tun, deswegen ein kurzer Szenenwechsel hinüber zum neuen Güterzug von Lego City, der hier auf unserem kleineren Rundkurs seine Runden dreht.
Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben dieses Quietschen jetzt mehr oder weniger beseitigen können. Ihr hört es wieder, das ist jetzt natürlich wieder der Vorführeffekt. Und es war, wie viele von euch in den Kommentaren richtigerweise geschrieben haben, hier vorne dieses Weggeschiebgestell, welches zu nahe an den Schienen befestigt war und dort gestriffen hat. Jetzt haben wir das ein bisschen höher angebracht und es quietscht jetzt nur mehr sehr sporadisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist auch ein sehr toller Zug, der hier seine Runden vom Stadtzentrum bis zum Hafen und dem Strand dreht. Irgendwie immer langsamer wird in den Kurven, ich weiß nicht warum. Dürfte noch irgendwo ein Widerstand sein, der noch angesehen werden muss, kommt mir vor. Aber auch eine sehr nette Angelegenheit. Gott sei Dank ist die Weiche richtig gestellt und er fährt nicht hier nach links, denn hier wird gerade noch immer dieses alte Krokodil entladen, weil es wieder Material für die Fischstäbchenfabrik an Bord hat. Weiter geht's mit einem Zug, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt und ich habe es jetzt einfach aus Neugierde nochmal probiert. Oh, wir haben schon wieder einen entgleisten Zug, ich melde mich gleich wieder. Weiter geht's mit einem Zug, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ich habe es jetzt einfach nochmal ausprobiert. Es ist der 3225 Classic Train aus dem Jahr 1998. Leider hier die Variante, die noch immer keine Sticker drauf hat. Wir müssen die jetzt mal nachbestellen. Ich habe gesehen, da gibt es eine holländische Seite, die Sticker aus alten Lego-Sets nachbaut. Übrigens den Disney-Zug habe ich nicht mehr zum Gehen gebracht. Der fährt dauernd irgendwo dagegen. Da hat Rita wieder alles so eng an den Schienen zugebaut, dass der Zug überall dagegen fährt. So, und wir machen jetzt den Test, ob nicht doch eine 9-Volt-Bahn hier über unser Layout fahren kann. Und ich sehe schon kleine Probleme. Der erste Waggon ist entgleist. Immer wieder passieren bei diesen Brückenabschnitten kleinere Unfälle. Hier ist der Zug ja zu Hause, das ist ja so ein kleiner Minenzug. Die Mine müssen wir auch in nächster Zeit mal ein bisschen schöner machen. Schauen wir mal, ob er diese Brücke, ja, die hat er jetzt gut geschafft. Ich glaube, dass dieser Zug ganz gut über das Layout kommt im Generellen, weil es ja ein sehr kleiner, sehr leichter Zug ist. Auch die Lok ist sehr kompakt. Der hat keine Drehgestelle bei den Waggons. Aber ihr seht schon, hier ist wieder irgendwas nicht in Ordnung. Keine Ahnung, warum er jetzt wieder hängen geblieben ist. Kommt fast nicht hin. Jetzt schafft er es nicht. Leider. Wieder ein Rückschlag für uns. Aber irgendwann werden wir die 9-Volt-Strecke auch wieder mal in Betrieb nehmen können. Jetzt tuckert er friedlich seines Weges und ja, macht uns eine große Freude oder auch nicht, da er dort vorne schon wieder steht. Das sind auch zum Teil die Weichen, die irgendwie wieder mal ein bisschen gereinigt gehören. Nochmal ein finaler Shot des Classic Trains, der hier an der Weiche leider hängen geblieben ist. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen stärker aufdrehen sollen. Dann hätte er wahrscheinlich genug Power gehabt, dass er hier über die Schwachstelle an der Weiche gekommen wäre. Aber man sieht, zu 90% ist jetzt auch die Zugstrecke wieder für 9-Volt-Eisenbahnen befahrbar. Und es freut mich sehr, heute diesen kleinen Gast wieder mal auf unserer Strecke begrüßen zu dürfen. Den haben wir schon lange nicht mehr im Layout gesehen und das soll es ja eigentlich nicht sein, denn auch er hat es verdient, immer wieder mal eine Runde hier drehen zu dürfen. Ich filme noch ein bisschen von oben, dann könnt ihr ihn sehen, wie er hier hinten zwischen Vergnügungspark und dem Bauernhof fährt. Und vielleicht schafft es ja jetzt sogar, dass er eine komplette Runde dreht. Wir verfolgen ihn nochmal. Ja, also bei den Brücken, wenn es da so bergauf und bergab geht, das ist immer die Schwachstelle für diese 9-Volt-Bahnen. Ich weiß nicht, die Power Functions und Powered Up, die nehmen das irgendwie ein bisschen besser, kommen da besser hinweg. Aber die eine Stelle, wo er zuerst stehen geblieben ist, hat er jetzt mit links genommen. Er ist weder entgleist noch hängen geblieben. Und dann schauen wir, ob er jetzt vielleicht sogar die zweite Stelle, oh,
Jetzt haben wir es verschrien, es ist wieder ein Waggon entgleist. Und wo wir gerade bei Dampfeisenbahnen waren, möchte ich euch einen weiteren Klassiker vorstellen. Es ist der Deluxe Train aus dem Jahr 2002, der hier wirklich sehr gemächlich über das Layout tuckert. Es ist ein toller Zug, den es auch in anderen Farben gab. Die Lokomotive gibt es auch in Braun und in Blau, wenn ich mich nicht täusche. Auch den Passagierwagen habe ich in Blau schon mal wo gesehen. Das ist auch ein Zug, den wir schon lange nicht mehr hier übers Layout fahren haben lassen. Und ich wollte gerade sagen, es ist schön, dass alles gut geht, aber die Caboose hat gerade den halben Bahnhof abgerissen. Bis gleich. Das kommt eben darauf an, wenn man die Züge so selten fahren lässt wie wir in letzter Zeit. Ich habe mir zwar gedacht, dass sich das mal ausgegangen ist, aber diese Caboose kommt genau um eine Plate nicht unter dieser Überführung durch. Das werde ich jetzt dann im Anschluss gleich noch um ein Plate erhöhen, damit wir hier auch unseren Classic Train einwandfrei übers Layout düsen lassen können. Fahren wir auch mit dem noch eine kleine Runde und schauen, wie weit er kommt. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Power geben sollen jetzt, aber schauen wir mal. Momentan macht er eine sehr gute Figur. Es ist auch ein wirklich toller Zug, leider in der letzten Zeit wahnsinnig teuer geworden. Sind viele Teile dabei, die eigentlich relativ einfach sind, dann wieder so Zugfenster, die teuer sind. Ihr kennt die Geschichte, es ist immer das Gleiche, aber den habe ich damals neu bekommen, war einer der ersten Bestellungen. Oh, und es ist schon wieder vorbei. So kann das wirklich nicht weitergehen. Wir haben hier beim Berg ein wenig was verändern müssen mit den Schienen unten, weil sich das ein wenig verschoben hat durch den größeren Umbau des Winterdorfs, und jetzt kommt auch die Caboose hier nicht mehr an der Kurve vorbei. Das war jetzt der nächste Unfall. Schauen wir, wie weit er jetzt kommt. Mit entspanntem Zugfahren hat das nicht mehr viel zu tun, aber wir geben die Hoffnung natürlich nicht auf. Jetzt fährt er wieder wie eine 1 hier beim Güterbahnhof vorbei. Und man sieht schon, hier in diesem Bereich werden die Züge immer ein bisschen langsamer. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo eine schlechte Weiche eingebaut wurde. Vielleicht habe ich da mal, wie ich ein Abstellgleis eingebaut habe, eine nicht perfekt gereinigte Schiene erwischt. Das müssen wir natürlich auch noch berichtigen, denn so kann es nicht weitergehen, liebe Freunde. Das ist unmöglich. Und ich habe schon wieder vergessen, dass der Bahnübergang noch nicht erhöht ist. Ja, ich wollte dieses Video eigentlich entspanntes Zugfahren mit Christoph nennen. Ich weiß nicht, ob es jetzt für euch so entspannt war, wahrscheinlich eher nicht. Ihr seht, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun, was die Bahnstrecke anbelangt. Das ist halt das Problem, wenn man die Stadt im großen Stil immer wieder erweitert und neue Bereiche gestaltet. Da müsste man dann jedes Mal schauen, ob auch keine Komplikationen beispielsweise mit den Eisenbahnen passieren können. Der einzige, der sich jetzt sehr gut gehalten hat, ist dieser grüne Güterzug. Er quietscht auch nur mehr an dieser einen Stelle hier und ich weiß nicht warum. Und die Monorail, die ich jetzt gerade vorne beim Güterbahnhof geparkt habe, da ich das Gefühl habe, dass die Batterie langsam ein bisschen schwach wird. Ja, ein Video voller Chaos, wie könnte es anders sein? Ich wollte einfach wieder mal ein bisschen Zug fahren mit euch, das hat euch ja immer so gefallen. Wir werden da in nächster Zeit ein bisschen wieder auf Vordermann kommen müssen. Also dieser Bahnübergang hier wird ein bisschen erhöht, damit die hohen Waggons durchkommen. Hinten beim Tunnel muss man was machen. Dann ist eine schlechte Weiche, glaube ich, irgendwo beim Güterbahnhof, bei einem Abstellgleis eingebaut. Und wo hat es noch Probleme gegeben? Die Brücken sind immer auch wieder ein Thema, wo Züge am laufenden Band entgleisen. Also könnt ihr euch noch erinnern an die Zeiten, wo bei uns die Züge alle einwandfrei gefahren sind? Ja, das muss wieder hergestellt werden, da werde ich mich jetzt gleich drum kümmern und dann gibt es hoffentlich in nächster Zeit wirklich ein entspanntes Zugfahren mit Christoph und Rita oder wem auch immer. Hoffentlich hat es euch gefallen, lasst euch auf eure Züge fahren und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid und diese Unfälle toleriert habt. Tschüss! Rita kann es ja eigentlich gar nicht gewesen sein, weil die ist nicht mehr hier. Ich hoffe, die kocht jetzt gleich was für mich, aber ihr ist irgendwie alles zum Zutrauen und vielleicht hat sie uns doch irgendwie manipuliert und hat absichtlich diese ganzen Bauten so nah an die Schienen gestellt, dass alle Züge dagegen gefahren sind. Vielleicht hat sie auch sogar hier den Bahnübergang um eine Plate niedriger gemacht, sodass der Zug mit der Caboose jetzt immer entgleist ist. Wer weiß, ich werde sie jetzt gleich mal fragen.